Hallo Agents, ich bin Skoken. Willkommen in einem weiteren Division 2 Video. Dieses Mal habe ich mich mit einem Tankbild beschäftigt, das voll und ganz auf Gefahrenschutz und Rüstungsregeneration aufgebaut ist. Wer im Stahlross-Raid auch mal der Tank sein will oder sich generell mal einen starken Tank bauen möchte, dem kann ich dieses Bild empfehlen. Falls euch das ein oder andere Item fehlen sollte, dann gibt es natürlich auch Alternativmöglichkeiten. Doch zunächst lasst uns einfach mal sehen, wie das Ganze so aussieht. Wie nicht anders zu erwarten, spiele ich dieses Tankbild mit der Techniker-Spezialisierung. Durch die Techniker-Spezialisierung bekommen wir die EMP-Granate. Sie kann mechanische Gegner kurzzeitig außer Gefecht setzen. Wir erhalten einen weiteren Fertigkeiten-Rangpunkt, machen 12% zusätzlichen Schaden an mechanischen Gegnern, haben ein Reparaturkit, das sich auch auf Fertigkeiten-Helfern in 10 Metern Reichweite auswirkt, Partymitglieder, die sich in 5 Metern Reichweite zu einer abgesetzten oder nicht gestörten Fertigkeit befinden, sind immun gegen Schock und Störung. Sie erhalten 15% Bonusrüstung, wenn sie mit einer Fertigkeit zielen. Aber das allerbeste und wichtigste ist in diesem Fall der Werkmeister-Drohnenstock. Der Werkmeister setzt Mikroelektroverstärker-Drohnen ein, die sich verbrauchen, um die Fertigkeiteneffizienz von Verbündeten zu steigern und ihre Wirkzeit zu erneuern. Solange er sich im Holster befindet, verschickt er regelmäßig eine Drohne, die ausschließlich ihre Fertigkeiten beeinflusst. Damit ist gemeint, dass er, wenn er sich am Rucksack befindet, er eine Drohne absendet, die zum Beispiel, jetzt in dem Fall, unser Bollwerkschild verstärkt oder besser gesagt, die Lebensenergie unseres Schildes wiederherstellt. Ich spiele das Tankbild mit folgenden Gegenständen. Zum einen trage ich das benannte Richter- und Kaiserholster, Gießerei, habe die benannten Murakami-Knieschoner, Kaiserliche Garde, die man nur in der Dark Zone bekommt oder aus benannten Kisten, 2 Teile Golem Gear, einmal Bellstone Armory und einmal Empress International. Das Ganze spiele ich mit der Freiheit als Hauptwaffe. Die Maske ist von Empress International und gibt uns multiplikativ 10% Fertigkeiten-Lebensenergie. Diese wirkt sich auch auf unser Bollwerkschild aus. Somit können wir unser Schild enorm verstärken durch einen einzigen Brandbonus. Wir haben Rüstung, Rüstungsregeneration und Gefahrenschutz als Attribute, sowie auch auf fast allen anderen Gegenständen. Als Mod trage ich multifunktional Schutz vor Elite-Gegner, allerdings tausche ich diese immer aus gegen Schutz vor Brand oder Schutz vor Festkleben, je nachdem, welcher Gefahr man gerade ausgesetzt ist. Der Rucksack ist von Bellstone Armory und gibt uns 1% Rüstungsregeneration. Hier haben wir auch wieder Rüstung, Gefahrenschutz und Rüstungsregeneration als Attribute und auch wieder Schutz vor Elite-Gegner im Mod-Slot. Das Talent auf dem Rucksack ist Beschützer. Ist Ihr Schild beschädigt, erhalten Sie 3 Sekunden lang 5% Bonusrüstung und alle anderen Verbündeten 15% ihrer Rüstung als Bonusrüstung. Die Brust ist von Golem Gear. Wir tragen in diesem Bild 2 Teile von Golem Gear, somit bekommen wir hier auch den 1% Rüstungsregenerationsbonus, haben auch wieder Rüstung, Gefahrenschutz und Rüstungsregeneration als Attribute und im Mod-Slot auch wieder Schutz vor Elite-Gegner. Das Talent auf der Brust ist Vorposten. Der Einsatz eines Schildes macht es 5 Sekunden lang unverwundbar und gewährt allen ihren Verbündeten 20 Sekunden lang 45% ihrer Rüstung als Bonusrüstung. Cooldown hier 25 Sekunden. Die Handschuhe sind ebenfalls vom Golem Gear. Die tragen wir, damit wir 2 Teile haben, um 1% Rüstungsregeneration zu bekommen. Hier haben wir auch wieder Rüstung, Rüstungsregeneration und Gefahrenschutz als Attribute. Das Holster ist das benannte Richter und Kaiser GmbH Holster Gießerei. Hier bekommen wir 20% durchgeführte Reparaturen, die sehr, sehr hilfreich sind, wenn uns ein Heiler heilen sollte. Dann bekommen wir diese Heilung nochmal um 20% multiplikativ verstärkt. Hier haben wir Rüstung als Kernattribut. Weil es das benannte Holster ist, bekommen wir 50% Schildlebensenergie, die sich allerdings nur auf den Basislebensenergiewert unseres Schildes auswirken. Und als weiteres Attribut habe ich hier Rüstungsregeneration. Man kann aber auch natürlich eins mit Gefahrenschutz nehmen, da man dann so auf volle 100% Gefahrenschutz kommen würde. Ich komme nur auf 90, weil mir dieses Holster fehlt, aber es funktioniert genauso gut.
Die Knieschoner sind die benannten Murakami-Knieschoner, kaiserliche Garde, die man aus der Dark Zone bekommt oder aus benannten Behältern. Hier haben wir 20% Fertigkeiten Wirkzeit, die nur wichtig sind, wenn wir unseren Werkmeister-Drohnenstock auf den Boden werfen sollten. Als Kernattribut Rüstung, weil es die benannten Knieschoner sind, bekommen wir 1% Rüstungsregeneration dazu und hier nochmal 10% Gefahrenschutz. Die Hauptwaffe auf diesem Tankbild ist die exotische D50 Pistole Freiheit oder auch Liberty genannt. Sie hat 8 Schuss im Magazin, 173 Schuss pro Minute und einen sehr, sehr hohen Basisschaden. Wir haben Pistolenschaden und Schaden gegen ungedeckte Ziele auf dieser Waffe. Das Beste an ihr ist das Talent Freiheit oder Tod. Treffer gewähren plus 2% Waffenschaden, es sind bis zu 30 Stapel möglich. Kopfschüsse verbrauchen alle Stapel und reparieren ihr Schild um 3% pro Stapel. Bei vollem Stack haben wir 60% Waffenschaden, landen wir einen Kopfschuss, bekommen wir bei vollem Stack unser Schild um 90% repariert. Wir haben 5% Kopfschussschaden als Mod auf dem Visier, an der Mündung 5% Chance auf kritische Treffer, an der Unterlaufschiene 15% Feuerrate zusätzlich und 15% Waffenhandling als Magazinmod. Welche weiteren Waffen ihr nutzt für dieses Tankbild ist allein euch überlassen. Ich habe eine M1A mit Boomerang für Gegner, die etwas weit entfernt sind und trage eine M4. Hier macht das Talent allerdings wenig Sinn, aber die Waffe sieht als Dekoration am Rucksack sehr, sehr schön aus. Die erste und wichtigste Fertigkeit auf unserem Tankbild ist das Bollwerkschild. Hier habe ich Regeneration im Holster und zweimal Schild-Lebensenergie. Das Bollwerkschild ist auf Rang 6, hat einen Cooldown von 18,2 Sekunden, 16.322.460 Lebenspunkte, 175.000 Lebenspunkte pro Sekunde Aktivregeneration und 192.318 Lebenspunkte pro Sekunde regeneriert das Schild, wenn es im Holster ist. Die zweite Fertigkeit ist der Werkmeister-Drohnenstock. Diesen Drohnenstock bekommen wir durch die Techniker-Spezialisierung. Hier gibt es nicht für jeden Mod-Slot einen sinnvollen Mod, aber durch die Spezialisierung bekommen wir nochmal 10% Wirkzeit und 10% Reichweite dazu. Der Werkmeister-Drohnenstock ist auf Rang 1, das ist der eine Fertigkeitenrangpunkt, den wir durch die Techniker-Spezialisierung bekommen. Er hat 4 Ladungen und er heilt von unserem Rucksack aus unser Schild und wir müssen nichts weiter tun. Wer möchte, kann natürlich auch alternativ eine angepasste TDI-Card als Hauptwaffe nutzen, denn diese gibt uns einen weiteren Fertigkeitenrangpunkt. Ich bevorzuge allerdings den starken Buff bzw. das starke Talent der Liberty. Schauen wir auf unsere Werte. Da es sich hier um ein Tankbild handelt, haben wir keine sonderlich hohen Schadenswerte. Wir haben nur 25% Chance auf kritische Treffer, 45% Schaden durch kritische Treffer und 75% Kopfschussschaden. Einen Waffenschaden von 61.867. Das reicht gerade so aus, um sich auf Heroisch im Solo-Gameplay zu wehren. Aber was wichtig ist in diesem Tankbild sind folgende Werte. Wir haben 1.848.000 Rüstung, 80.000 Rüstungsregeneration und 60% Gefahrenschutz. Wer jetzt ein Richter- und Kaiserholster hätte mit Gefahrenschutz statt Rüstungsregeneration, würde hier auf 70% kommen und kann durch Mods auf bestimmte Gefahren 100% Resistenz erreichen. Aber 60% reichen vollkommen aus. Zudem haben wir hier 39% Schutz vor Elite, auch aufgrund unserer Mods. Also ihr seht, die Werte sind sehr, sehr stabil. Wichtig ist, dass man einen hohen Rüstungswert hat, damit die Verbündeten auch umso mehr von Vorposten und Beschützer den Talenten auf Rucksack und Brust bekommen. Das war's zu dem Tankbild, wie ich es spiele, aber falls euch das ein oder andere Item fehlt, zeige ich euch jetzt noch eine Alternativvariante. Sollte euch zum Beispiel das Empress International Item fehlen, da es nicht gerade einfach zu farmen ist, denn man muss es mit Rüstungsregeneration und Gefahrenschutz finden, um den Fertigkeitenrangpunkt in Rüstung umzurollen, dann gibt es auch folgende Möglichkeit. Wir ersetzen das Empress International Item durch Gilagard und wenn wir schon ein Teil Gilagard in unserem Bild tragen, dann nehmen wir natürlich die Brust, denn die hat das Talent perfekter Vorposten.
Hier bekommen wir 50% Bonusrüstung für unsere Verbündeten statt 45%. Ein bisschen mehr, aber wenn wir schon wie gesagt Gielagard tragen, dann nehmen wir auch die Brust. Und dann tauschen wir einfach die Maske aus und nehmen eine Golden Gear Maske. Somit haben wir immer noch 2 Teile Golden Gear. Was man aber auch machen kann, ist folgendes Beispiel. Wenn euch jetzt auch noch die Murakami Knieschoner fehlen, weil ihr nicht gerne in der Dark Zone seid oder auch kein Glück habt mit benannten Behältern, oder ihr sogar kein benanntes Richter- und Kaiserholster habt, dann gibt es auch noch folgende Alternative. Ihr zieht 3-mal Gielagard an, habt 2-mal Golden Gear und einmal Bellstone Armory. Bei 3-mal Gielagard bekommen wir auch 1% Rüstungsregeneration. Durch 2-mal Golden Gear haben wir 1% Rüstungsregeneration und durch Bellstone Armory haben wir auch 1% Rüstungsregeneration. Somit leiden zwar andere Werte, aber man hat dennoch eine starke alternative Möglichkeit, ein gutes Tankbild zu bauen. Ich allerdings bevorzuge die meiner Meinung nach nahezu perfekte Version, so wie ich sie trage und ich euch als erste Variante gezeigt habe. Ich hoffe, euch hat dieses Bild gefallen und ihr könnt was mit dem Tankbild anfangen, denn gerade im Raid ist es sehr oft gefragt und nicht viele spielen einen Tank, weshalb auch meistens immer dieselben Leute die Rolle des Tanks übernehmen müssen. Also falls ihr auch mal Lust habt, Tank zu sein, baut euch dieses Bild nach. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß dabei. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, dürft ihr die auch natürlich in den Kommentaren hinterlassen. Hinterlasst mir einen Like, wenn euch das Video gefällt, oder abonniert den Kanal für weiteren Division 2 Content. Ich bin in dem Fall raus und verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.